Heute auf dem Trangia zubereitet ein in Brasilien beliebtes Dessert, das einem Marshmallow ähnelt, Maria Moli. Eure Inselzellen werden vor Freude Samba tanzen. Was für eine süße Verführung! Dazu passt perfekt eine Tasse brasilianischer Kaffee, einfach himmlisch. Die Grundzutaten sind Gelatine, Wasser, Puderzucker, Vanillezucker und Kokosraspeln. Alles, was ihr noch braucht, ist ganz viel Geduld, wenn ihr Maria Moli in der Natur zubereitet. Zu Hause in der Küche wäre ein Mixer der perfekte Helfer. Wir beginnen unsere Leckerei mit einem Topf, geben kaltes Wasser hinzu, zugleich auch die Gelatine. Das Ganze lasst ihr dann 5 Minuten aufquellen. So, die 5 Minuten sind um. Wenn die Masse schön schleimig ist, dann habt ihr alles richtig gemacht, sodass der Trangia gestartet werden kann. Dann kommt geschwind der Topf mit der vorbereiteten Gelatine darauf, die erhitzt und kurz aufgekocht wird. Und zwar so lange, bis sie sich vollständig aufgelöst hat. Zwischendurch mal rühren, ist immer gut, und dann kann die Flüssigkeit auch schon beiseite gestellt werden. Das gleiche macht ihr auch mit dem Trangia, denn der hat für heute schon ausgedient. Wir fahren fort mit dem Puderzucker, der in die Gelatine kommt. Dazu noch Vanillezucker. Das Ganze wird gut vermischt, dann gerührt, aber nicht geschüttelt, sondern schaumig geschlagen. Das dauert gut und gerne eine halbe Stunde, je nach Ausdauer auch länger. Ein Mixer würde auf höchster Stufe jetzt 10 Minuten brauchen. Ist euch weit überlegen, aber gut, in der Eile liegt die Weile. So heißt es in einem alten Sprichwort. Der Erfolg wird euch dann recht geben. So cremig sieht das dann am Ende aus. Weiter geht es mit den Kokosraspeln, die ihr in einer Form streut. Anschließend verteilt ihr die Zuckermasse gleichmäßig darin. Dann streicht ihr das Ganze schön glatt. Fast sind wir fertig. Jetzt nur noch die restlichen Kokosraspeln über die Maria Moli streuen, sodass sie gleichmäßig davon bedeckt ist. Dann alles gut abdecken und das Dessert 4 bis 5 Stunden kühl beiseite stellen. Es darf serviert werden. Jetzt nur noch die Maria Moli anrichten, entweder im Quadrat oder in Tortenform, so wie ihr es mögt. Auf alle Fälle sehr cremig, sehr flauschig, sehr lecker, halt wie ein Marshmallow, nur mit Kokosnuss. Die für mich wohl beste Maria Moli der Welt. Dazu noch eine Tasse Kaffee und der Tag ist perfekt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Tschüss und bis bald.